Hallo ihr Lieben, ich bin's, eure Sandy. Ja, heute soll's um Obacht, Obacht jetzt an die tausendprozentigen Obacht. Ich sage es eventuell falsch aus. Obacht. Es heißt, ich sage natürlich da immer Dinos zu, aber es heißt Talways. Obacht, es kann falsch sein, was ich ausspreche. Ne? Wie gesagt, immer auf die tausendprozentigen unter euch Obacht. Ich bin nicht perfekt, ne? So, also, wie gesagt, es geht hier heute, soll es mal um die bisschen tiefer in die Materie reingehen in diesem Talways-Rennen. Es gibt natürlich noch, wie ihr seht, gibt es noch sagt schnell, eine Gruppe, mit Pferden, ne? Mit diesen Pferdenrennen, äh, findet aber nach meinem Bemessen nur einmal im Monat oder so statt. Aber auch auf den Strecken, wo man mit den Talways rennt. Ne? Ähm, und so weiter und so fort. Also es werden eventuell noch mehr Videos kommen, außer wie jetzt nur noch das eine. Ja? So, ich habe natürlich vorbereitet. Ne? Das ist dieses. Dann gibt es für das Rennen, das beinhaltet drei Kategorien, beziehungsweise ähm, wo man anfängt in der Liga, ist in D. Wenn du oder ja, wenn du jetzt sagen würdest, hier, ich mache jetzt demnächst bald mit, ja, oder will mal mitmachen, dann am besten eine IM schreiben an meinen Schatz, weil der kennt sich da natürlich besser aus. Und der ist natürlich auch Racer bzw. Breeder. Der breedet und macht und tut. Ja, das mache ich auch, aber so ein bisschen nebenbei. Ne? Soweit ich informiert sein kann. Also, wenn ihr anfangen solltet oder anfangen wollt, ihr fängt in der D-Liga an und müsst euch nicht, aber wenn ihr das wollt, ähm, hoch, äh, äh, hochsteigen auf A. Ne? Mein Schatz hat natürlich auch auf D angefangen und jetzt ist er auf A. Ne? Ähm, bei manchen Strecken liegt es aber auch bei ihm beim Lack. Bei manchen Strecken ist er auf Platz 1 und bei manchen er ist zwar in der A-Liga, manchmal ist er auch ganz hinten oder nicht unbedingt ganz hinten, aber mal so auf dem dritten, vierten Platz bei einigen Strecken. Aber es gibt auch Strecken, da ist er zum größten Teil meistens immer auf Platz 1 oder auf 2. Es kommt drauf an, wegen Lack, es kommt drauf an, wie die Leitungen ist und es kommt natürlich auch drauf an, wie die Leute geskriptet sind. Weil man soll auf den Strecken, und das finde ich auch gut so und das ist auch in Ordnung, maximal 50 Skripte haben. Ne? Wie ihr die Skripte messen könnt, habe ich auch ein Video das Video tue ich drauf zugreifen wollen, auf wie man sich ein Land holen tut in SL. Bitte mal da reingucken, ne, und dann hier einfach auf dem Lackmeter oder sowas eingeben in SL, auf dem Marketplace und dann hier seht ihr, ich habe 22 Skripte momentan an. So, aber es gibt natürlich hier, guckt mal hier, ich bin natürlich Fan von meinem Schatz, ist ja klar. Ne? Hier, da, Pokale, Pokale. Ne? Jede Menge. Hat er gewonnen. Ne? Oh, das ist ein bisschen verschwommen. Ich sehe es jetzt nicht so wirklich richtig. Ähm, ja, im Juni, im Juni war ist er auf Platz 1. Ne? Hat er, hat er natürlich geschafft. Und wo ich natürlich auch mega stolz drauf bin. So, das ist natürlich jetzt ein bisschen
unser Land. Mein Schatz hat noch ein zweites Land. Das hier gehört mir und er hat noch eins, ähm, wo er auch Dinos züchtet. Aber natürlich ist er zu Hause bei seiner Frau. Den Zuhausepunkt ist natürlich bei seiner Frau. Ähm, hier ich habe hier die Moon, ne? Also die Moon, hier mal gegenlaufen, dann geht das Türchen auf. Eigentlich, ja, sollte aufgehen. Muss ich mal ein bisschen ölen, quietscht leicht. Lol. Und dann gibt es noch die Stone, die ich sammle, also züchte. Lol, sammel, züchte. Eher züchten. Und dann natürlich die Borgs, habe ich auch schon ein Video drüber gemacht, ne, um die zu züchten, um natürlich die Borgs anschließend irgendwann zu töten, um dann zu verpacken, das Fleisch, und dann den Dinos zu Futter herzugeben. So, dann habe ich die Land. Die finde ich richtig schön. Ganz ehrlich, ich mag zwar die Dinos so ein bisschen nicht an sich wirklich, aber ich habe irgendwie, weiß nicht, so ein bisschen auch dran Gefallen gefunden, weil es verschiedene Farben gibt. Ja, und ich bin jetzt hier überraschungsweise mal, äh, das weiß natürlich mein Schatz in der Zwischenzeit natürlich, aber äh, was er nicht weiß, ich werde vielleicht in weiterer Zukunft mehr hier die Land züchten und die in weiterer Zukunft, denke ich mal, hier die Grey, also die grauen Schwarzen, ne? Weil er ist eigentlich in SL, ist mein Schatz ja Vampir, ne? Nur mal so nebenbei. Ähm, und keine Angst, er macht nichts mehr mit Vampir-Dasein, ne? Und entweder liegt es an meiner Grafikkarte, obwohl mein PC jetzt nagelneu ist, keine Ahnung. Ab und zu habe ich diese Hänger. So, ich gehe nachher gleich mit euch. Das Video wird ein bisschen lange. Obacht, das Video wird ein bisschen länger werden. Ich zeige euch gleich mal, wie das funktioniert mit dem Zähmen. Ich werde euch natürlich, wie gesagt, die hatten jetzt Geburtstag, ne? Ich werde euch natürlich die Seite mit reingeben, ne? Und mein Schatz und ich, wir haben uns köstlich amüsiert, wie die Tiere leveln, ne? Köstlich. Und das Schöne war, ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber normalerweise kann man auf den Talrays oder generell auf den Tieren ja nicht rumreiten. Das ist das Einzigste, wo man bei den G&S-Tieren drauf rumreiten kann, das ist auf den Dinos. Die anderen kann man nicht drauf rumreiten. Kuh, Ziege, Schaf und so, ne, kann man nicht drauf rumreiten. Aber es ist eigentlich auch nicht machbar. Ich weiß nicht, wie sie es machen, ne, oder gemacht haben, will ich auch gar nicht wissen, ähm, dass man auf den toten Tieren drauf rumreiten kann. Ne? Also das haben die natürlich Zombies genannt. Und natürlich hat mein Schatz da mitgemacht wegen Vampir. Ja. Ähm, so, aber hier ist einer gezähmt, ne? Also gezähmt, der ist gezähmt und der muss ich noch. Also den habe ich extra für das Video mal rausgenommen. Den tue ich jetzt gleich durch euch das Video zeigen, wie man die zähmt. So, ihr braucht natürlich eins. Das ist, ob ihr jetzt die normale Kleidung anzieht. Eigentlich müssten die das akzeptieren, weil es tut nicht jeder ist für Goa. Ne? Es gibt sie natürlich, man kann auch normale Kleidung zum größten Teil anziehen. Man muss sich jetzt nicht unbedingt da an Mittelalter und hat man sich nicht gesehen halten. So, allerdings musst du die G&S-Hat anziehen. Ne? Und ich mache mal meine AO aus und setze mich mal drauf.
So, wie ihr seht, der ist gelevelt, der ist gezähmt. Ja? Und wenn jetzt hier so eine Strecke wäre, ja, ich laufe natürlich jetzt wieder falsch. Normalerweise, die meisten laufen ja hier so im Mauslook, ja, wenn ihr am Rennen seid, ne? Aber wie ihr seht, ich komme da noch nicht so wirklich mit klar. Ich muss natürlich, wenn ich da mitmachen sollte beim Rennen, ich müsste üben, ne? So, und dann kann man natürlich hier die E-Taste schwenken, kann man, kann man Rennen laufen hier mit WSD-Taste und dann ab und zu hier laufen und ab und zu hier die E-Taste spammen. Ne? So, ich mich bewegen mit den Tieren, das geht momentan, wie ihr seht, ja gar nicht. So, und dann ist es natürlich wichtig, die HUD aufzuhaben mit 100%, dass die 100% sind. Ne? Den stelle ich jetzt mal hier da rein. Ne? Das ist unsere Levelbox. Warte mal, die mache ich mal ein bisschen nach unten, dass man diese Dinger nicht sieht. Das ist sieht ein bisschen ulkig aus, aber das ist das ist von meinem Schatz, weil das Leveln der Tiere macht meistens immer mein Schatz. So, seht ihr, und die haben jetzt schon der hat jetzt schon Level 2 bekommen. Ne? Hier oben Level 2. Und dann schwenke ich nochmal die Kamera nochmal hier rüber zu der Informationstafel. Und hier seht ihr mach das hier mal zu. Hier seht ihr Division 1, Division 2, Division 3 und Division 4 gibt's. Ja? Division 1 müsst ihr braucht bis Level 10, das Maximum. Also Level 9, ne? Und muss 10 Speed haben, ein Turn und ein Jump. Ne? So, jetzt gehe ich nochmal wieder zurück und guck hier. Ne? Jedes Mal, wenn ich natürlich draufsetze, ich müsste jetzt hier auf W spammen. So, dann seht ihr die Leveln. Ja? Hier seht ihr die Level. Level 2. Wenn ihr das dann nachher habt, ihr seht jetzt, ich kann jetzt 2 Punkte verteilen. Ne? 2 Punkte kann ich verteilen. So. Und ich will ja Division 1 machen. Aha, weil es ist ja, wäre ja in dem Moment das erste, was ich level, das Tier. Dann geht man hier also hier oben auf das Zeichen, ne? Ich und mein Englisch. Und hier steht ja dann, ne? 10 Speed, ein in 10 soll in Speed rein, ein in Turn und ein in Jump. Also mache ich wohin jetzt die Punkte? Natürlich in Speed. Ja, so. Jetzt klicken wir das Tier nochmal an. Jetzt seht ihr hier oben 2 Speed, ein Turn, ein Jump. Und wenn das hier unten auf Level und hat sogar wieder gelevelt, also wieder 1 in Speed. Ja? So, jetzt sieht er hier oben in Speed ist schon Level 3. Ne? Jetzt müsste ich hier die W-Taste ähm, auf dem Laufen halten und dann seht ihr, er tut laufen. Ne? Also ich müsste jetzt hier wie verrückt die W-Taste oder ihr klemmt sie euch fest, das ist egal. Ne? So, ich tue mal das hier mal drinnen lassen und steige mal ab. So. Das beinhaltet natürlich alles Zeit. Zeit und was ich immer euch predige, Geduld. Ja,
tut euch, wenn ihr mit dem Rennen mitmachen wollt, tut euch vorbereiten. Geht auf G&S-Märkte, kauft euch die euch gut gefällt oder schön gefällt. Es gibt ja noch braune, es gibt noch blaue Dinos, es gibt noch so schwarz irgendwie, weiß ich wie. Und es gibt noch so komische, die mag momentan von meinem Schatz die Sklavin, äh, ähm, die mag momentan ich weiß nicht, wie sie gerade aussehen. Das sind so komisch. Die sind so hinten rot, rosa oder irgendwie. Ich weiß gerade nicht, wie sie aus, äh, aussehen. Ne? Vielleicht, finden wir sie ja hier auf den Bildern wieder. Mal gucken, mal ein bisschen hier hochscrollen. Seht ihr, die braunen hier gibt es, dann gibt es noch so graue, dann gibt es weiße, da hinten ist ein brauner mit bei, ne? Und dann gibt es noch eine andere komische Farbe. Die hat von meinem Mann die Sklavin. Ne? Ähm, Das ist mein Mann und seine Sklavin, das ist ein komplett anderes Thema. Da möchte ich mich jetzt nicht so wirklich drüber äußern. So, es geht ja auch nicht darum, es geht ja jetzt hier um Division 1, Division 2 und Division 3 und Division 4. Ist natürlich auf eine Art und Weise logisch, je höher, dass ihr das machen wollt und oben, also das ist nochmal zusätzlich ein Rennen. Hat jetzt mit A, B und C und D Liga nichts zu tun. Also das ist eure Liga, wo ihr drinne seid. Ja, das ist noch mal zusätzlich in Rennen. Das ist meistens immer nach dem ganzen kompletten Rennen. Also dann ist noch mal Division 4. Da kann man entweder ein bisschen Gold gewinnen, manchmal gewinnen sie eine Weinflasche, manchmal gewinnen sie auch Gold oder sowas oder auch Linden. Ne? Es kommt ganz drauf an, was jeder so macht auf verschiedenen Sims. So, wie gesagt, Division 1, Maximum 12 Points, also Level, ne? Und dann Division 1 hat dann ein 10 Speed, ein Turn und ein Jump. Ne? Und Level Division 2 hat dann 13 Speed, ein Turn und ein Jump. Und Division 3 steht ja da 18, 16 Speed, ein Turn und ein Jump. Ne? Und Division 4 dauert circa eine Woche. Also ihr müsstet dann euch am besten, wenn ihr dann Division 4 machen wollt oder so, am besten ist es natürlich auch wenn ihr die Möglichkeit habt, einen Laptop oder sowas zu haben oder einen anderen PC, wo ihr dann die ganze Woche über, mein Schatz hat es getestet, circa eine ganze Woche von morgens bis abends durchlaufen lassen müsstet und oder solange ihr Zeit habt, äh, dann durchlaufen lassen müsst und durchleveln. Also Division 4 dauert das meiste. Ne? Und die Dinos werden natürlich erst ein Baby und dann werden sie erwachsen. Also ihr solltet dann meistens immer anfangen, sobald sie erwachsen sind. Ja, dann sind sie an die 50, 56, glaube ich. Ja, ich glaube 56. Ich weiß es jetzt gerade äh, auswendig gerade nicht. Aber ich denke mal, so waren es, also um die 50 rum. 56. Ähm, ja, 56 war es, Leute. Und ihr, ne? Und ich tue sie dann meistens immer aussortieren ab dem 30.
So und unter 30 tue ich sie dann aussortieren. Nur weil ich wieder neu angefangen habe mit den Dinos-Rennen mit. Ich hatte eine Zeit lang ausgesetzt. Muss ich natürlich jetzt erstmal damit arbeiten, dass ich sie so weit äh, züchte und ne? Und sie müssen Miet 10 haben. Ne? Miet 10 sollen sie haben. Miet 9, nee, die könnt ihr gleich komplett löschen. Also wenn die dann ausgewachsen sind, ne, und ihr seht dann, aha, das ist kein Baby mehr, das ist ein Erwachsener und es sollte dann Miet 9 haben, den tut dann gleich löschen. Entweder löscht ihr ihn oder ihr tut ihr bekommt da Öl für die Schmiede. Ne? Und ihr solltet natürlich auf die Happiness, auf die Food und aufs Wasser achten bei den Tieren. So, wenn ihr jetzt anfangen tut, die zu leveln, dann solltet ihr euch auf den G- und S-Märkten umgucken nach, es gibt einmal diesen, diesen Master-Ding, ja, der geht und der kostet nicht viel. Ja, damit könnt ihr eure Tiere auch zähmen und machen und tun. Aber wir nehmen meistens immer also mein Schatz und ich, wir nehmen immer hier das ist ein bisschen ein besseres Schwert. So, also, wie gesagt, drauf achten. Wichtig ist, dass natürlich hier was drin ist und dass die immer in der Nähe von dem Futtertrog sind. Dann geht man hier drauf und geht auf Movi und sagt, dass er folgen soll. Ihr werdet auch bei den Rennen, wenn ihr mal bei den Talrace-Rennen mit zuguckt oder so oder mit zugucken wollt, ähm, das ist meistens immer was heißt es meistens immer? Die Rennen sind immer mittwochs und samstags. In deutscher Zeit sind es 22 Uhr mittwochs, 22, 23 Uhr und, samstags ist es so ab 17, 18 Uhr. Meistens um 18 Uhr, es kann aber auch länger dauern. Ne? Das sind so die 2 Tage, wo dies Rennen stattfindet. Und ab und zu machen sie auch mal ein Event, da ist mal zwischendurch mal so 1, 2 Tage mal so ein bisschen was. Aber generell ist es immer mittwochs und samstags. Und dann werdet ihr auch immer sehen, dass es sie vorlaufen lassen. Ne? Das ist natürlich zum Warmwerden. So, wünscht mir Glück. Ich setze mich jetzt mal drauf. So, ihr seht, ne, dass der sich jetzt bewegt. Ja, so. Dann, der schmeißt euch ab und zu mal runter. Es ist eine Frau. Ne, wir Frauen können natürlich auch zickig sein. Und auch die Talways können männlich oder weiblich, die sind manchmal unterschiedlich. Mal zickig, mal lassen sie es durchgehen, mal nicht. Und wichtig ist es zum größten Teil immer gucken, dass die Kaffee-Bitch in der Nähe ist. Ja, also da, Kaffee-Bitch. Ne, dass ihr euch immer Kaffee ziehen könnt für die, für die Hut hier oben. Die sollte dann meistens immer zu 99 beziehungsweise auf 100% sein. Ne? Die meisten machen es, jeder macht es anders da, aber ich mache jetzt erst einmal den Text aus. Warum? Weil es natürlich schneller geht, wenn der Text aus ist, als wie wenn der Text an ist. Ne? Wie gesagt, das Video wird ein bisschen länger gehen, als wie gewohnt. Ja, und dann wartet man und reitet drauf rum, bis er halt 100% hat. Ne? Vielleicht habe ich ja Glück und er schmeißt mich ja mal ab und zu runter. Es kann natürlich auch sein, und das ist bei manchen Züchtern sogar oder Züchtern oder wie auch immer,
gewollt oder beziehungsweise auch erwünscht, aber es kommt nicht meistens immer, dass ein Skriptfehler kommt. Das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Wenn ihr drauf sitzt und kommt ein Skriptfehler, das ist meistens sogar gewollt, weil dann werden sie ein bisschen besser. Oder sollen sie ein bisschen besser werden. Ja. Man sieht schon ulkig aus, ne? Und man könnte auch dieses Thalöways könnte man genauso gut in 'ne heutige Zeit legen. Ja, die ihr kennt in Texas oder so, haben oder auch in Deutschland, haben eine riesengroße Kuhfarm oder Pferdefarm oder sonst was, ne? Oder in Texas diese ganzen großen Farms. So, ne, wie ich neuerdings sage, immer auf meiner Ranch, da bin ich König, ne? Und ja, man könnte das genauso gut in die Neuzeit legen und könnte dazu sagen, nee, ich züchte jetzt keine Box, ich züchte keine, Box muss ich ja schon ein bisschen züchten, um das Fleisch ranzukriegen, ja, aber ich züchte keine Pferde und keine Ziegen und keine Schweine. Nein, oder Ziegen oder was es auch, ja, Ziegen und so weiter und so fort. Ich züchte mir Talways beziehungsweise Dinos. Ja. Ja, jetzt lässt er mich natürlich drauf sitzen, aber ich springe jetzt einfach mal für das Video runter und dann sehen wir nichts, was wir sehen. Normalerweise, mal gucken, ob er es jetzt zugibt. Ja, er lässt zu. Level 0, das ist klar. Und meistens, entweder schmeißt er mich dann zum größten Teil runter und dann steht hier unten auf im Logel-Chat steht dann, ähm, was weiß ich, zu 60% gezähmt oder zu 43% oder so, wie sie halt einen Lust und Laune haben. Das ist halt auch launenabhängig, sagen wir immer, aber es ist skriptabhängig, ja, weil man weiß ja in der Hinsicht, die Tiere, alles was in SL anbelangt, die haben Skripte. Ne? Und je weniger man auf seiner Sim gestaltet und so weiter und so fort hat, desto weniger desto schneller kann es auch passieren, dass so ein Talway schneller gezähmt und gelevelt ist, weil der Lack sich ganz anders da nicht so lackhaltig ist. Ne? So, das Video geht jetzt schon bald eine halbe Stunde. Ich will euch nicht länger quälen. Ne? Der will mich einfach. Eigentlich ist es gut, dass er mich nicht runterschmeißen will, aber den will ich ja nicht zähmen eigentlich. Ich wollte euch das nur mal gezeigt haben für das Video. Ne? So, wo ihr natürlich die Speere herbekommt und so weiter und so fort, ist natürlich auf den ganzen G&S-Märkten. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ich werde dieses Video auch auf Englisch versuchen, automatisch übersetzen lassen und auf verschiedenen Sprachen, auf und so weiter und so fort. Also die anderen Videos klicken, machen, tun. Ne? Und also bis dahin, eure Sandy.